Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um das norwegische Schulsystem. Und zwar hat mich ein Kommentar auf die Idee gebracht, dieses Video zu drehen. Fish und Action hat geschrieben: Mich würde brennend interessieren, wie die schulische Versorgung von Grundschulkindern ist, beziehungsweise wir überlegen ebenfalls auszuwandern. Irgendwo an die Küste, wo man auch einen richtigen Winter hat. Und eher in einem ruhigen Dorf. Gibt es in solchen Gegenden einen Bustransfer für Kinder in die Schule? Ich werde diese Frage auf jeden Fall in meinem Video für dich beantworten, aber vorher möchte ich für die Zuschauer, die sich noch gar nicht mit dem norwegischen Schulsystem befasst haben, erstmal ein paar grundlegende Informationen über das norwegische Schulsystem geben. Ich möchte in diesem Video auch über die Vor- und Nachteile des norwegischen Schulsystems sprechen und ich werde auch explizit auf das Thema Homeschooling in Norwegen eingehen. Und wir beginnen dann erstmal gleich mit ein paar Grundlagen. Das norwegische Schulsystem ist in drei Stufen aufgeteilt. Die Grundschule, die sogenannte Barneschule, dann kommt die Mittelstufe oder Sekundarstufe, wird das ja auch genannt, das ist die Ungdomsskole, und dann die Oberstufe, das ist die sogenannte wiedergehende Schule. So, das ist die Oberstufe. Ja? Und jetzt kommt auch der erste große Unterschied, und zwar ist die Grundschule in Norwegen, geht die 7 Jahre lang, von der 1. bis zur 7. Klasse. Das heißt, die Kinder besuchen von 6 bis 13 Jahren die Grundschule. Und wichtig zu wissen ist, dass es in dieser Zeit, in den ersten 7 Jahren, keine Noten gibt. Gar keine Noten. Und auch keine Zeugnisse. Also es ist nicht so wie in Deutschland in der 1. und 2. Klasse, da gibt es ja auch keine Noten, dass das dann schriftlich in Textform festgehalten wird und man dann trotzdem irgendwie die Leistung des Kindes ablesen kann. Nein, es gibt gar keine Zeugnisse. Jedes halbe Jahr gibt es ein Gespräch mit den Lehrern über das Kind, aber da ist auch der Fokus ein anderer. Da geht es eher darum, wo muss das Kind noch ein bisschen mehr üben und wie entwickelt es sich. Aber insgesamt denke ich, dass es schwierig ist, da wirklich eine Leistung des Kindes dran abzulesen an diesen Gesprächen und auch mit anderen Kindern zu vergleichen. Also diesen Leistungsgedanken und diesen Vergleich gibt es hier in den ersten 7 Jahren überhaupt nicht. Und wenn ich das mal mit meiner Schulzeit vergleiche, muss das echt ein riesengroßer Unterschied sein, weil jetzt zum Beispiel in der 5. und 6. Klasse, da waren für mich die Noten ja schon sehr präsent und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es richtig so ein Konkurrenzkampf, so ein Wettbewerb zwischen den Schülern gab, wer jetzt so den besten Vokabeltest schreibt, und sowas fällt hier ja komplett weg und das hat unseren Schulalltag bestimmt. Ja, aber gut, es gibt dann die ersten 7 Jahre keine Noten. Danach kommt man auf die weiterführende Schule, auf die weiterführende Stufe. Das ist dann von der 8. bis zur 10. Klasse, also 8., 9., 10. Klasse. Und diese gesamte Schulzeit, also von der 1. Klasse bis zur 10. Klasse, ist für alle Kinder verpflichtend. Ja, ich komme gleich noch auf das Thema Homeschooling, aber grundsätzlich muss jedes Kind 10 Jahre lang unterrichtet werden. Und ab der 8. Klasse gibt es dann eben Noten. Ja? Die beste Note ist die 6 und die schlechteste Note ist die 1. Und abhängig von diesen Noten ist es dann, ob man auf die weiterführende Schule, also in Deutschland in die gymnasiale Oberstufe kommt. Es gibt dann am Ende der 10. Klasse gibt es einen Test, mündlich und schriftlich in unterschiedlichen Fächern, und abhängig von diesem Test und vom Notendurchschnitt ist es dann, ob man eben weiter zur Schule gehen darf. Auf dieser weiterführenden Schule ist es dann so, dass man 2 Möglichkeiten hat. Entweder man macht ein Abitur, um auf eine Hochschule zu gehen, oder man macht eine schulische Ausbildung. Und zwar ist es in Norwegen grundsätzlich so, dass eine Ausbildung, zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung oder jegliche Ausbildung oder eine medizinische Ausbildung, zum Beispiel als Zahnarzthelferin oder so, alle Ausbildungen werden erstmal in der Schule begonnen und den schulischen Teil macht man gemeinsam in der Schule, und da werden so Gruppen gebildet, also zum Beispiel handwerkliche Ausbildungen, medizinische Ausbildungen, ne? Und die Schüler wählen dann eben ihre Fachrichtung und machen dann diesen schulischen Teil schon in der Schule bis zur 13. Klasse, und danach kommt dann erst der praktische Teil in irgendeinem Betrieb.
So, diese eine Möglichkeit hat man, dass man eben seine Ausbildung dann in der Schule macht und seine Fachrichtung wählt. Oder und diese Ausbildung berechtigt eben nicht zum Zugang zu einer Hochschule. Um zu einer Hochschule zu kommen und an einer Universität zu studieren, muss man eben diesen speziellen Zweig wählen, der eben dazu berechtigt. Das sind auch irgendwie Kombinationen möglich, da muss man wahrscheinlich mehr lernen, wenn man beides machen will. Also üblich ist, man macht entweder das eine oder das andere. So, und wenn man dann seinen Schulweg abgeschlossen hat, nach der 13. Klasse, dann hat man entweder seine schulische Ausbildung oder eben sein Abitur, um an einer Hochschule zu studieren. Ja, ganz wichtig ist auch noch, zwischen der 1. und der 10. Klasse, also bis zur Oberstufe, ist es nicht möglich, in Norwegen sitzen zu bleiben. Also gut, zwischen der 1. und 7. Klasse ist ja klar, wenn es keine Noten gibt, woran soll man messen, wer wann sitzen bleibt? Da kann man nicht sitzen bleiben. Aber auch zwischen der 8. und 10. Klasse, obwohl es Noten gibt, egal wie schlecht die sein mögen, man kann nicht sitzen bleiben. Alle Schüler gehen gemeinsam in die nächste Klassenstufe über. Also sozusagen nochmal ein i-Tüpfelchen der deutschen Gesamtschule, ja, wo eben alle Schüler in einem Klassenverband, in einem Haufen mit allen möglichen Leistungen gehen eben gemeinsam bis zur 10. Klasse. Und danach wird entschieden, wer weiterkommt und wer nicht. So viel zur Struktur der norwegischen Schule. Jetzt nochmal so ein paar Soft Facts, wie ich sie mal nenne. Und zwar ist es in Norwegen so, dass der Lehrer nicht so stark so eine Autoritätsperson ist, sondern ist mehr so, ja, wie fast kann man sagen, auf freundschaftlicher Basis. Der Lehrer wird geduzt. Gut, das gibt auch die Sprache irgendwie vor. Es gibt ja einfach in der norwegischen Sprache keine Sie-Form. Also der Lehrer wird geduzt und es ist mehr so ein Miteinander, als dass der Lehrer irgendwie jetzt die Autoritätsperson ist. Man hat in Norwegen auch jetzt ein anderes Thema, ja, man hat in Norwegen keinen Einfluss darauf, auf welche Schule dein Kind geht. Also wenn du jetzt in irgendeiner Gemeinde wohnst und es sind 2 Schulen in der Nähe, dann darfst du nicht sagen, ich möchte, dass mein Kind auf diese Schule geht, die haben einen schöneren Spielplatz. Das geht nicht. Die Kommune schreibt dir vor, auf welche öffentliche Schule du dein Kind zu schicken hast. Die einzige Wahlmöglichkeit, die du hättest, wäre, dein Kind auf eine private Schule zu schicken, wenn es eine private Schule in der Umgebung gibt. Es sind aber nicht so viele Schulen privat und wenn es private Schulen gibt, dann ist da meistens irgendwie ein bestimmtes Bildungskonzept dahinter. Das sind eben die einzigen Privatschulen, die in Norwegen erlaubt sind. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, so, ich gründe eine Privatschule mit meinen Lehrern, sondern da müsste dann irgendwie zum Beispiel so eine Montessori-Schule oder sowas ist erlaubt, wenn eben ein ganz spezifisches Bildungskonzept dahinter steht. Und auf so eine Schule kann man sein Kind dann schicken. Es gibt aber zum Beispiel keine Elite-Schulen, die jetzt irgendwie ein ganz normales Bildungskonzept haben und du kannst deine Kinder dann darauf schicken, ne? Sondern nur eben spezielle Bildungskonzepte. Genau. So, und anders als in Deutschland und anders als es auch im Internet manchmal steht, gibt es in Norwegen keine Schulpflicht, sondern es gibt eine Bildungspflicht. Also das Kind muss die ersten 10 Jahre gebildet werden, aber das muss nicht zwangsläufig in einer öffentlichen oder privaten Schule stattfinden, sondern eben Homeschooling ist auch in Norwegen erlaubt. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich jetzt erklären. Und zwar gibt es da auch ein paar irreführende Informationen im Internet. Ich habe zum Beispiel einmal gelesen, dass man eine bestimmte Ausbildung, zum Beispiel man muss irgendwie selber einen Hochschulabschluss haben in Norwegen, um eben sein Kind unterrichten zu dürfen. Und das ist nicht so. Ich war selbst richtig überrascht. Es gibt eine Kommission in Norwegen, die beschäftigt sich mit dem Thema Homeschooling und die informiert auch darüber. Und dort steht auf der Internetseite tatsächlich sinngemäß sowas wie, muss ich Lehrer sein, um mein Kind, also ausgebildeter Lehrer, um mein Kind selbst unterrichten zu dürfen? Da steht, nein, musst du nicht. Da dachte ich, okay, cool. Man muss also keine pädagogische Fachkraft sein, um sein Kind zu unterrichten. Muss ich denn sonst irgendwelche Qualifikationen mitbringen? Und da steht einfach so, nee, musst du nicht. Du musst ja auch kein Koch sein, um eine gute Mahlzeit zuzubereiten. Und das steht da wirklich so als Beispiel drin. Und von dieser öffentlichen, staatlichen Kommission, ne, die gibt als Beispiel für die Bildung meines Kindes
dass ich eine Mahlzeit zubereiten kann, ohne ein Koch zu sein. Und es ist schon, also die Bildung mit einem Mittagessen zu vergleichen. Okay, ne? Ja, also man muss wirklich, also im Prinzip muss man nichts können und niemand sein und dann darf man trotzdem sein Kind zu Hause unterrichten. Aber, und das kann einfach jeder frei entscheiden. Es gibt überhaupt keine Richtlinie, dass du irgendwie zum Beispiel einen Grund haben musst oder so. Nein, du kannst einfach sagen, ich möchte mein Kind zu Hause unterrichten und das ist dann so. Und dann machst du das. So, aber man wird kontrolliert. Also diese Kommission, die trifft sich dann, ich glaube, ja, die trifft sich dann alle 6 Monate mit dir und deinem Kind. Nicht bei dir zu Hause, sondern immer an einem neutralen Ort. Und da wird dann so evaluiert, ob, ja, da musst du dann deinen Plan vorlegen, was habt ihr gemacht, was habt ihr geübt. Und das muss auch dem norwegischen Bildungsplan entsprechen. Also auch wenn du zum Beispiel sagst, ich schreibe mein Kind in einer Online-Schule ein und die ist eben international, musst du trotzdem gucken, dass du trotzdem dem norwegischen Bildungsplan gerecht wirst und dann eben die Inhalte so steuerst und dann vielleicht noch zusätzlich irgendwie andere Inhalte, die eben das norwegische Schulsystem fordert, dann mit einbringst. Zum Beispiel auch Norwegisch. Ne? Das Kind muss auch Norwegisch lernen. Und das wird evaluiert dann in offenen Gesprächen. Da gibt es dann auch nicht irgendwie einen bestimmten Leitfaden. Das ist jetzt nicht strukturiert oder so, sondern das ist einfach ja auch ein bisschen so ein Nasenfaktor, mit wem du dann da sprichst. Die sind eigentlich immer alle ganz nett, die Behördenmenschen. Also ich denke nicht, dass die dann dich da irgendwie schlecht machen wollen. Aber ja, hat auch was damit zu tun, wie gut du mit dieser Person von der Kommission klarkommst, ne? Wie die dich evaluiert als Lehrkraft. Und genau, da wird dann eben bewertet, ob das, wie du dein Kind unterrichtest, ob das ausreichend ist, ob das gut ist. Und da wird ein Bericht geschrieben, der geht dann zur Kommune und daran wird dann festgemacht, ob du weiter dein Kind unterrichten kannst. Nach offiziellen Angaben der Grundskolens Informationssystem befinden sich im Schuljahr 22/23 in Gesamtnorwegen 247 Kinder im häuslichen Unterricht. 247, das ist richtig wenig, ne? Also wenn wir jetzt schauen, dass wir eine Bevölkerung von 5 Millionen Menschen in Norwegen haben, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Homeschooling, ich meine, das ist jetzt nur so ein persönliches Empfinden von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir Homeschooling in Deutschland hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon allein in Hamburg mehr Kinder, die zu Hause unterrichtet werden würden, als 247, als in Gesamtnorwegen. Und in Hamburg wohnen ja nicht 5 Millionen Menschen. Das heißt, also die norwegische Bevölkerung, die vertraut schon ziemlich stark auf den norwegischen Bildungsweg, auf die öffentlichen und privaten Schulen, und Homeschooling ist wirklich eine Ausnahme. So, und jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass diese Zahlen vielleicht, man weiß nicht, wie genau diese Zahlen sind, weil die nur die Kinder beinhalten, die wirklich komplett zu Hause unterrichtet werden und nicht in einer Schule eingeschrieben sind, also aus den Schulen ausgetragen sind. Es gibt aber durchaus einige Mischformen, dass das Kind zum Beispiel mal ein paar Monate in die Schule geht und dann wieder zu Hause unterrichtet wird und dass immer so ein Wechsel stattfindet, und diese fallen eben bei dieser Zahl komplett aus dem Raster. Aber das werden auch nicht die Tausende sein, das sind dann ein paar mehr. Es sind aber in jedem Fall sind es wenig Kinder, die zu Hause unterrichtet werden. Und jetzt möchte ich deine Frage beantworten. Und zwar muss man sich ja, also warum du die Frage überhaupt stellst erstmal. Ich denke mal, das wird hier jedem bewusst sein, Norwegen ist ein relativ großes Land im europäischen Vergleich. Nur mal so als Beispiel, der Nordkap ist von Oslo 2000 Kilometer entfernt. Das ist die gleiche Entfernung wie zwischen Oslo und Madrid. In diesem Bereich zwischen Oslo und dem Nordkap, also in Gesamtnorwegen, ne, so wohnen eben nur 5 Millionen Menschen. Allein in Madrid wohnen schon 3,3 Millionen. Ja, also, und dieses Land ist einfach so riesig, das heißt, diese Menschen sind eben auf das ganze Land verteilt. In Oslo selbst wohnen 630.000 Menschen, das heißt, die restlichen 4,4 Millionen, die wohnen eben in kleineren Städten oder auf dem Land verteilt und auch irgendwo teilweise auf Inseln oder in kleinen Gemeinden und Dörfern, die teilweise auch wirklich richtig ab vom Schuss sein können. Und deswegen wahrscheinlich deine Frage, was ist mit diesen Kindern, die dann eben wirklich stark außerhalb wohnen, wie kommen die zur Schule? So, und da gibt es einmal eine gute Nachricht für dich. Es gibt in Norwegen per Gesetz ein
Also eine Zusicherung, dass jedes Kind das Recht hat, auf eine öffentliche Schule zu gehen. Das heißt, es ist wirklich egal, wo du wohnst, es muss eine Schule geben, auf die dein Kind gehen kann. So, was das Gesetz aber nicht vorschreibt, ist, dass dein Kind auch irgendwie mit einem Bus oder irgendwie abgeholt wird. So, und ich habe mich zu diesem Zweck mit einer Person unterhalten, die das aus ihrer eigenen Erfahrung berichten konnte. Es ist eine Kindergärtnerin, die auf einer abgelegenen Insel groß geworden ist, die keine Brückenverbindung zum Festland hatte. Und ich habe sie gefragt, sag mal, wie kamst du früher zur Schule? Wie kommen denn Kinder überhaupt zur Schule, wenn sie nicht zum Beispiel in Oslo leben oder in Bergen und zu Fuß zur Schule gehen, oder was hier im Umkreis um Bergen herum auch üblich ist, dass die Kinder eben von den einzelnen Inseln, die keine eigenen Schulen haben, dass die dann mit kleinen Bussen, mit so kleinen Sprinterbussen, wo eben so 12 Kinder reinpassen, eben abgeholt werden und dann gemeinsam von den unterschiedlichen Inseln eben dann zu der Schule gefahren werden. Was ist mit denen, die wirklich richtig außerhalb wohnen, wo zum Beispiel dein Kind das einzige Kind ist, das da wohnt? So, und das war bei dieser Person der Fall. So, und sie hat erzählt, es war eben so, sie wurde nicht abgeholt vom Staat, sondern ihre Eltern waren dafür verantwortlich, dass sie zur Schule kommt. Und ihr Schulweg sah so aus, dass sie eben von ihrer Insel mit dem Boot der Eltern erstmal aufs Festland gefahren wurde und von da aus nochmal selbstständig einen Bus nehmen musste, der sie dann eben zur Schule gebracht hat. So. Ne? Und das hat dann natürlich auch entsprechend gedauert, bis die dann morgens bei der Schule war. So, aber es ist dann, im Zweifelsfall ist es dann halt, wenn du wirklich sehr, sehr abgelegen wohnst, ist es dann halt deine Verpflichtung zu gucken, auf welche Schule muss mein Kind gehen. Die Kommune schreibt das ja vor, die sagt, das ist die Schule, da muss dein Kind hin. Und wenn es keine Busverbindung gibt, wo das Kind von der Schule abgeholt wird, dann musst du halt selber gucken, wie dein Kind da hinkommt. Das kann dir dann aber in der Regel auch immer, wenn du zum Beispiel jetzt eine Immobilie kaufen möchtest, dann ist der Makler der erste Ansprechpartner, der dir das sagen kann. Oder eben dein Vermieter, wenn du irgendwo eine Immobilie mieten möchtest, der kann dir auch sagen, wie da die Handhabung mit der Schule ist. Also am besten, wenn das jetzt ein Kriterium für dich ist, wo du leben möchtest in Norwegen, und wenn das für dich schwierig wäre, dein Kind morgens selbstständig zur Schule zu bringen, dann müsstest du eben, bevor du dich für einen bestimmten Ort entscheidest, das erfragen. Aber das ist unterschiedlich. So, wenn es jetzt mal um die Vor- und Nachteile des norwegischen Schulsystems geht, da wird es euch aus der deutschen Perspektive wahrscheinlich genauso gehen wie mir am Anfang. Ich habe erst gedacht, es gibt keine Noten, ist ja blöd, weil wo bleibt dann die Motivation, überhaupt die Leistung zu bringen und zu lernen, wie soll ich mein Kind überhaupt einschätzen, wie gut es ist. Die Angst ist ja immer da, dass das Kind irgendwie einfach nicht mitkommt, nicht gut genug in der Schule ist und man kriegt es einfach nicht mit und dann ist plötzlich die 8. Klasse da und dann merkt man so, ups, die letzten 7 Jahre waren mal wirklich so für die Katz. Ich wollte jetzt nicht das richtige Wort dafür sagen. Und, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr positive Gedanken fallen mir dazu ein. Und auch je länger ich hier in Norwegen lebe. Wer meine letzten Videos zum Thema Kulturschock gesehen hat, der weiß, dass Norwegen keine Leistungsgesellschaft ist. Und genau das spiegelt sich eben auch hier in diesem Schulsystem wider. Und hier geht es eben mehr darum, dass man ein angenehmes, ausgeglichenes Leben hat. Und das betrifft auch eben die ersten 7 Schuljahre, dass die eben stressfrei verlaufen im Prinzip, als dass man eben viel Extremleistung bringt. Das betrifft eben hier in Norwegen das Berufsleben, aber auch das Schulleben. Und natürlich ist es so, dass wenn man schon in der Schule so gepolt wird, dann kommt man eben als ein anderer Erwachsener aus der Schule, als wenn man in einer Gesellschaft gelebt hat, wo es viel um Leistung geht. Aber jetzt gehört Deutschland ja auch nicht zu den Ländern, die extrem viel Leistung in der Schule erwarten. Das ist jetzt so meine Meinung. Ne, klar, es gibt Noten und das mag jetzt vielleicht jeder unterschiedlich empfinden, je nachdem, welche eigenen Erfahrungen man in der Schule gemacht hat. Aber wenn man das zum Beispiel mal so mit Südkorea oder China vergleicht, dann müssen die Kinder ja wirklich den ganzen Tag lang in der Schule extrem viel auswendig lernen, extrem viel pauken und danach gehen sie nochmal auf irgendwelche Zusatzschulen nachmittags und lernen dann irgendwie in der Bibliothek bis 23 Uhr nachts.
so und machen den ganzen Tag nichts anderes. Und ich meine, da wird, glaube ich, jeder zustimmen, dass das irgendwie auch nicht so wirklich gut ist, weil man auch den ganzen Mist, den man da alles auswendig lernt, dann auch später gar nicht braucht. Und ich denke, dass einfach das norwegische Schulsystem am Ende vielleicht die glücklicheren und ausgeglicheneren Persönlichkeiten und Menschen produziert. Die haben vielleicht nicht so einen starken Leistungsgedanken, aber das ist halt die Frage, worauf es einem ankommt, ne, für sein eigenes Kind. Will man jemanden haben, der viel leistet, neue Dinge erschafft und eben zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Nichts erschaffen kann, das erfolgreich ist, der hart arbeitet? Oder will man jemanden haben, der einfach zufrieden und glücklich sein Leben lebt? Ich meine, wahrscheinlich ist ein Mittelweg was Gutes. Ja, aber auf der anderen Seite ist eben auch kein Schulsystem perfekt, auch das Deutsche nicht. Ne? Und da muss man dann eben sich überlegen, was ist für mein Kind besser und für die Persönlichkeit meines Kindes. Da ist ja auch jedes Kind anders gepolt. Ich habe letztens ein Video von einem Motivationsforscher gesehen und der hat eben erklärt, dass wir einen angeborenen Abwehrmechanismus gegen Zwänge haben. Also wenn ich dir zum Beispiel eine Pistole gegen den Kopf halte und sage, gib mir jetzt dein Geld, dann wirst du mir das Geld vielleicht geben, aber dir geht es schlecht dabei. Und ich denke, wenn man das jetzt auf das Schulleben projiziert, dann kann da genau das Gleiche entstehen. Wenn man eben durch zu viel Lerndruck, durch Noten, durch zu viel Zwang durch das Schulleben geführt wird, dass man dann irgendwie auch die Lust am Lernen und die Lust an der Schule verliert und dann dadurch eben vielleicht schlechter und weniger lernt, weil man eben einen Abwehrmechanismus zeigt, als wenn das Ganze mehr so auf freiwilliger Basis passiert. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das hier mehr der Fall ist in Norwegen. Wenn man die ersten 7 Schuljahre eben keine Bewertung bekommt, dann ist auch dieser Druck und dieser Zwang nicht so groß und man hat vielleicht einfach mehr Spaß am Schulleben. Und ist dann am Ende vielleicht dann doch besser, als wenn man Noten hätte. So ist zumindest meine Hoffnung. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr selber mal ganz spezifische Fragen zu Norwegen habt, dann schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und wenn sie videofüllend sind, dann mache ich auch gerne ein Video dazu. Und ich freue mich wirklich über jeden Abonnenten. Hier wird es jetzt jede Woche ein Video über Norwegen geben, über unterschiedliche Themen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ein Abo dalasst. Also, bis zum nächsten Mal.